Es wird in Rumänien gebaut. 55.900 Euro. Da stellt sich direkt mal die Frage, ist da die Umsatzsteuer schon mit drin, die Mehrwertsteuer? Natürlich. Ja, ich grüße dich. Dein Name? Christian. Hallo Christian, wir stellen uns mal hier davor. Was ganz Besonderes, komm mal gerade links neben mich. Es kommt aus Rumänien, das Haus, und hat eine Qualität, wo du sagst, das ist ja mal ein gutes Haus, oder? Ja, absolut. Es werden alle Materialien in Deutschland oder Österreich bezogen und damit können wir ein ganz tolles Haus produzieren. So, auch das Holz kommt aus Deutschland? Ja, auch das Holz kommt aus Deutschland. Ist ja ungewöhnlich, dass mal was aus Deutschland kommt, oder? Normal aus China. Ja, es ist für uns ganz wichtig, dass die Basisprodukte vor allem eine sehr gute Qualität haben und da hat sich Deutschland und Österreich als Zulieferer bewährt. So, die können Häuser bauen, denn in vielen Ländern, praktisch östlich von Deutschland, darf man kleinere Häuser einfach verfahrensfrei bauen. Deswegen sind da gute Handwerker unterwegs. Ja, ich glaube nicht, dass es überall verfahrensfrei geht. Bei uns ist der Fokus darauf, dass die Häuser autark und tatsächlich mobil sind und auch mobil verwendet werden. 90% der Häuser, die wir bauen und vertreiben, werden tatsächlich regelmäßig bewegt. Hier sieht man das. Das heißt, also die Verwindung des Rahmens ist nicht so groß, dass das Haus leidet. Nein, überhaupt nicht. Das Haus ist technisch so gebaut, dass es jederzeit vom Anhänger abgehoben werden kann. Man kann mit dem Anhänger selbst zum TÜV fahren und das Haus trotzdem weiter benutzen. Und wir können auch, wenn die Lebensdauer des Anhängers überschritten ist, der ja naturgemäß bedeutend geringer ist, vor allem wenn es in irgendeiner Wiese steht, den Anhänger unter dem Haus jederzeit austauschen. Ja, können wir zeigen, ihr habt hier einen Kaminofen installiert, einen richtigen Kamin drauf. Der muss natürlich abgenommen werden für die Fahrt, oder? Der muss für die Fahrt abgenommen werden, so ist es. So, die Fliegengitter außen, auch ich sag mal Österreich, Rumänien, die Schnaken sind da äußerst beliebt. Ja, ich war mal in der Nähe von Graz, da gibt es so Bremsen, das kennst du? Ja, natürlich. Wir haben sehr, sehr viele Häuser zum Beispiel, die auch in Landwirtschaften oder neben Landwirtschaften aufgestellt werden für den Bereich des Tourismus. Zum Beispiel bei Pferdehöfen und dort ist natürlich die Fliegenbelastung dann ein Thema. Bei allen Off-Grid-Häusern zum Beispiel können wir ja keine Klimaanlagen verbauen. Insofern ist die Belüftung sehr, sehr wichtig. Deswegen haben wir Schiebefenster, die mit Insektenschutz versehen sind. So können wir eine ausreichende Belüftung und Kühlung der Häuser gewährleisten. Ja, es gibt ja in Deutschland die Regel, dass bis zu 3 Plätze auf landwirtschaftlichen Gebieten ist der Campingplatz verfahrensfrei. Das heißt also, derjenige könnte sich sogar noch hier 3 Häuschen kaufen, die da hinstellen, hätte dann mit dem Thema Baurecht nicht so viel am Hut. Ist das eventuell ein Modell für euch, was ich rechnen könnte? Also, dass der Bauer dann sagt, ich biete das an? Absolut. Eine Kernklientel unserer Kundschaft kommt aus der Vermietung. Die Häuser werden dann bei den Landwirtschaften aufgestellt. Wir haben in Österreich da auch sehr, sehr innovative Landwirte, die sehr, sehr viele Synergieeffekte dann schlichtweg benutzen können, weil sie natürlich auch Produkte ab Hof verkaufen können. Und wir sind jederzeit rückstandslos. Und was für uns ein großes Thema ist, wir können die Saisonen verlängern und zum Beispiel Häuser von der Sommersaison oder von einer Sommersportdestination oder Sommertourismusdestination zu einer Wintertourismusdestination verlegen. Denn die sind auch winterfest, das sieht man hier. Und das Schöne ist, ihr habt richtig gutes Material eingebaut, Off-Grid-Technik von Victron, der Marktführer auf dem Gebiet. Und das Haus hier hat Solar, oder, auf dem Dach? Wir haben 2,1 Kilowatt Photovoltaikanlage am Dach mit relativ großen Solarbatterien, alles von der Firma Victron. Wir haben die Möglichkeit, Regenwassersammlung zu installieren mit einem österreichischen Filter. Du bist der Erste, ich frage immer Regenwasser sammeln. Ja? Da sagen die, ja, kann man machen und so weiter. Da habe ich gemeint, macht einen Filter davor, ihr könnt das sammeln, ist auf dem Dach. Absolut. Die Wasserversorgung ist das letzte große Thema eigentlich bei autarken Tiny Houses, weil wir keinen permanenten Zugang haben. Und im Moment hoffen wir auf das Thema Shower Loops, weil die eigentlich dieses Problem dann letztgültig lösen würden.
nämlich nicht nur das Problem der Wasserversorgung, sondern vielmehr auch das Problem der Abwasserversorgung. Das ist ja auch wichtig. Das Ganze muss geklärt werden. Man könnte sie auch verbrennen, aber das kostet viel Strom. Das ist oft das Problem. Also wenn du jetzt den Kot in den Urin einfach verbrennst in der Cinderella, Abwasserversorgung ist aber auch Grauwasser. Das heißt, da wird ja gespült, geduscht. Es geht in erster Linie um das Thema Grauwasser. Das Thema der Toilette ist eigentlich sehr, sehr gut gelöst mittlerweile über die Separationstoilette. Das ist nicht mehr das Thema. Das große Thema ist die Grauwasserentsorgung, weil ich dieses Grauwasser sammeln muss. Und gerade im touristischen Bereich habe ich nur begrenzten Einfluss darauf, wie viel Duschwasser die Menschen verwenden. Und das ist ein Thema, das kann ich über eine Showerloop perfekt lösen, weil ich dann nur mehr einige Liter Wasser brauche. Bitte mal erklären, das ist eine Reinigungsanlage, die das gebrauchte Wasser wieder aufbereitet und es so filtert, dass es wieder praktisch trinkfähig ist fast, oder? Ja, vor allem nur mein eigenes Wasser. Also während einem Duschzyklus wird das Wasser aufbereitet und das Wichtigste daran ist nicht nur das Wasser, sondern das Wasser wird nur einmal erwärmt und dann wird es im Loop eigentlich immer nur, dieser Temperaturhub findet nur mehr statt von der Abwassertemperatur auf die neue Duschtemperatur. So, ich habe meistens nur meinen benötigten Temperaturhub. Ach, der muss nur das Delta auffrischen und ansonsten ist das isoliert im Tank, hält dann relativ lange. Das bleibt einfach im Kreislauf. Das ist so wenig Wasser, dass nur mehr 5 bis 10 Liter im Kreis gepumpt werden. Du kannst so lange duschen, wie du willst. So ist es. Ist ja krass. Ja, es wird wunderbar. Ist das hier der Wandaufbau, den man sieht? So ist es. Zeig mal bitte. Also, dass wir an die Seite mal drauf gucken. Das heißt, ihr habt ein Holzständerwerk oder was habt ihr? Genau, es ist ein Holzriegelbau. Innen mit Holz, dann Kesseldruck imprägniertes Holzständerwerk mit einer Dampfbremse, einer Unterspannbahn, Schafwolldämmung und außen entweder Thermoholz und eine Aluminiumfassade. Gut, das ist, wenn nicht gerade jetzt ein Schaden beim Rangieren passiert, eigentlich unkaputtbar, oder? So sollte das sein. So, das Holz wird wahrscheinlich altern, kriegt eine Patina. Außen ist das Holz so, dass es unter Umständen vergraut. Das kann man mit einer jährlichen Ölung aber komplett umgehen. Die Ölung, sehr schön. Komm, wir gucken mal von außen rein. Das ist ja noch eins von vielen Modellen, die ihr habt, nehme ich an. Also ihr habt ja nicht nur ein Modell und wie früher in der DDR, der Trabi, sondern ihr habt viele. Nee, wir bauen im Moment tatsächlich nur dieses eine Modell, weil es sich sehr, sehr gut verkauft und weil es einfach sehr, sehr gut funktioniert, sowohl technisch als auch optisch. Und arbeiten im Moment an 2 neuen Modellen für unterschiedliche Projekte, aber die müssen ausgereift sein, sodass sie eine Marktreife erreichen. Schön, aber das eine ist schön, der Grundriss, da habt ihr euch auf den Klassiker vereinigt. Es sieht so ein bisschen aus wie eine Lokomotive, so eine Rangierlokomotive, aber es ist ziemlich cool. Du merkst an den Schlangen, es funktioniert. Ist die Messe gut für dich? Die Messe ist hervorragend, viel besser als erwartet. Uns geht das Werbematerial aus. Viel besser als erwartet. Wo hat man das heute noch auf Messen, oder? Ja, wir waren auch etwas verwundert, ursprünglich aus dem IT-Bereich kommend, wo Messen mittlerweile etwas in Verruf geraten sind, merkt man hier, dass noch sehr, sehr viel Neues ist und die Leute sehr interessiert sind. So, jetzt sieht man hier, also hier vorne hast du so einen Lounge-Bereich. Was ist denn alles dabei? Sind die Möbel auch mit drin? Die Möbel sind auch mit drinnen. Hier ist eine Couch, die in beide Richtungen als L-Couch auch ausgestaltet werden kann. Oder als Doppelbett ausziehbar mit einem Kasten für die Bettwäsche. So, die Beleuchtung ist nicht pulsweitenmodelliert oder so gut, dass es nicht flackert. Das ist interessant. Ihr habt also Wert gelegt auf gute Sachen. Es ist nur Markenqualität verbaut. Ja, man sieht es nämlich. Es fällt immer direkt bei mir auf der Kamera auf, wenn dir der Shutter geht. Das kannst du ausziehen, kannst ein Bett draus machen, habe ich verstanden. Der Boden ist echtes Holz? Der Boden ist echtes Holz, echtes Eichenparkett. Echt? Ja, mit einer Fußbodenheizung. So, jetzt ist hier die Innenausstattung, die kann ja jeder selber wählen. Das heißt, also die wichtigsten Sachen, die fest eingebaut sind, habt ihr verbaut. Unter anderem im Gastro-Style hier vorne der Ofen. Und damit kannst du mehr machen als nur warm, sondern du kannst mit kochen und backen. Ja, so ist das. Das ist das absolute Optimum im Autarkiebereich. Ich sage es immer wieder, alle Probleme, die wir haben im Tiny-House-Bau mit Off-Grid-Häusern, sind im Yachtsport und in der Alm- und Bergwirtschaft schon vor vielen Jahren gelöst worden. Vor ein paar hundert. In der Almwirtschaft ja, im Yachtsport nein. So, wenn du mal kurz erklärst, wie funktioniert das? Kann ich da das anheben und kann auf die Glut gucken? Oder wie funktioniert das wie früher? Ist da so eine... Theoretisch würde das möglich sein, aber dann würde man sich die Finger verbrennen. Aber ich kann hier aufmachen
und das mal hochdrücken, dass man einfach mal reingucken kann. Genau. Das heißt, das Ding ist richtig gemauert. Da ist absoluter Schamott drinnen. Wir haben auch einen Sturzzug, sodass wir tatsächlich hohe Temperaturen im Backrauer erreichen können. Wahnsinn. Und das Ganze sehr stabil. Kriegt man auch die Ersatzteile später mal. Das ist ein renommierter Hersteller. Ich frage mal so, weil die Öfen, da kenne ich mich jetzt nicht so gut aus, aber ihr in Österreich habt ja viele Öfen im Einsatz, oder? Ja, renommierter Hersteller mittlerweile und vor allem alles in Schamott gemauert. So, es ist nichts, was kaputt gehen kann. Edelstahl geht kaum kaputt, rostet nicht und der Schamott kann jederzeit ausgetauscht werden, auch von einem lokalen Ofensetzer. Senko heißt der Hersteller. Stimmt das? Senko? Ja, so ist es. Senko. Und drunter ist der Backofen. Ja, genau. Zeig mal. Das ist ja geil. Klein, aber fein. Das heißt, die Pizza muss ein bisschen kleiner sein. Ja, Pizza muss kleiner sein, Kuchen muss kleiner sein, Brot auch. So ist eben tiny. So ist tiny, aber ich hab's. Das Geile ist ja, der Raum, wenn das Ding ordentlich gedämmt ist, dann brauchst du irgendwie nur ein Stück und kannst es nachts ausmachen und er hält die Wärme, oder? So ist es. Also wenn man sich anschaut, wie klein der Brennraum tatsächlich ist, dann kann der mit sehr, sehr wenig Holz sehr effizient beheizt werden. Und das ist in Wirklichkeit auch das, was notwendig ist und was das Schöne am Tiny House ist, dass man sehr wenig Ressourcen verbraucht. Ich habe gehört, wenn das die einzige Heizquelle ist, die es gibt, ja, dann ist das auch sogar erlaubt. Oder erfüllt er schon diese Feinstaubnormen? Da gibt es ja für alles eine Norm mittlerweile in Europa. Die Feinstaubnormen werden erfüllt. Der Ofen ist für Österreich und Deutschland zugelassen. Wir können ihn als einzige Heizquelle benutzen, müssen das aber nicht. Wir können elektronisch geführte Pelletöfen anbieten. Wir können Wärmepumpen anbieten, je nachdem, alles, was notwendig ist. Ja, hier vorne, die Küche finde ich so toll. Wenn du hier mal an der Seite drauf guckst, guck mal, wie schön das gemacht ist hier mit dem Holz. Das ist, wer sich ein bisschen auskennt, da waren Handwerker dran. Das ist alles handgefertigt, weil wir vom Gewicht einfach auf spezielle Materialien setzen müssen, die aber trotzdem sehr wertig sind in der Verarbeitung und eigentlich unkaputtbar. Gasdruckfedern? Ja, natürlich. Okay, fein. So, und da vorne überall Möbelverbinder drin. Das ist ordentlich gemacht. Was ich gut finde, ist natürlich das integrierte Fliegengitter. Das ist, wer da später erst dran denkt, weil du suchst die eine Fliege, suchst du ewig, glaube ich, die eine Mücke. Ja, es ist mühsam ohne Fliegengitter, vor allem wenn man kocht und beim kleinen Haus habe ich einfach die Notwendigkeit, regelmäßig zu lüften. So, hier siehst du also, da ist Gaskochfeld mit drin. Die Gasflasche wird quasi draußen befüllt, oder? Genau, die Gasflasche steht draußen, wollen wir nicht anders, entweder im Technikbereich oder außen, je nachdem wie die Vorschrift ist. Kühlschrank ist direkt unterm. Okay, das ist gut. Ist es euer Bier hier? Ja, genau. Ich zeig das mal. So, sehr schön, haben wir ein bisschen Werbung gemacht. Aber das Coole ist natürlich, musst du mir erklären, Autarkie bedeutet ja auch das Wasser. Habt ihr einen Tank hier drin? Ja, genau. Wo ist er? Da ist der Tank, praktisch Genau. wie im Reisemobil. Aber natürlich innen, dass er nicht einfrieren kann. Ja, genau, das ist ganz wichtig, dass der Tank herinnen warm steht. Und wir haben dann außen die Möglichkeit, noch den Filter zu zeigen. So, bitte mal öffnen hier drunter. Ich will mir mal die Installation angucken. Ist alles schön gemacht. Also das heißt auch da, wo man nicht hinguckt direkt, oder? Ja, natürlich, das ist notwendig. Jeder macht die Kästen auf und schaut. Ist so. So, und dann trotzdem den Preis dann noch so niedrig zu halten. Merkst du, die Leute werden preissensibler in den letzten 6 Monaten? Die Zinsen steigen. Nein, manchmal habe ich das Gefühl, dass wir zu billig sind, aber wie gesagt, wir haben ein anderes Modell. Wir fertigen weniger individuell und mehr in Serie und können damit ein Top-Produkt anbieten zu einem sehr interessanten Preis. Gut, Holz ist Holz, die Farbe ist halt Holz, ja, fertig. Und es sieht gut aus. Das heißt, der Spiegel mit LED-Hintergrundbeleuchtung ist mit drin. Ja, natürlich. Hast du schön gewählt. Dann die ganzen Schalter und das funktioniert auch alles. Das ist massives Holz hier, die Oberfläche, die Arbeitsplatte. Alles massives Holz. Das ist die Separette, die kostet auch ein bisschen Geld, ist auch mit drin. Ja, natürlich. So, bitte mal beschreiben, wenn du die mal öffnest. Das ist eine Trenntoilette, eine Kompost-Trenntoilette. Das ist für jemand, der das noch nicht benutzt hat, die geht aber elektrisch. Das heißt, dort wird das Kompost, glaube ich, getrocknet. Stimmt das? Man kann sie belüften. Meiner Erfahrung nach muss man sie nicht belüften, wenn man es ordentlich macht. Wichtig ist, sobald man sich hinsetzt, geht erst die Sichtklappe auf. Das ist sehr, sehr wichtig. Und dann wird der Urin vom Stuhl separiert. Damit ist der Stuhl sehr, sehr trocken und es kommt zu keiner Fermentation. Und Fermentation, selbst beim Weinmachen,
gibt es eine Geruchsentstehung. Deshalb, die Fermentation ist das Problem und das kann man mit einem Granulat oder mit einer Einstreu, zum Beispiel aus Sägespänen, Kieselgur, Kalk oder Asche, sehr, sehr gut umgehen. Ja, und das Interessante funktioniert sogar bei Durchfall. Mit Sägespänen muss man halt ein bisschen mehr reinmachen. So ist es. Genau. So, eine Dusche Echtglas habt ihr drin? Ja. So, und dann auch hier eine ordentliche Echtglasdusche. Tankvolumen, was habt ihr hier? 200? 150 Liter. 150 Liter. So, und es kommt ja dann auch immer, dann, wenn es dann mal regnet, auch vom Dach, das könnte man machen, Filtersysteme, sodass man aus dem Tank auch trinken kann, gibt es ja heute alles. Also nichts ist so möglich. Genau, wir haben einen Filter, wo wir Regenwasser sammeln oder Zisternenwasser oder Tankwasser aufbereiten können, sodass wir dann zu Trinkwasser kommen, das wir im Haus einsetzen können. So, Autarkie, ganz wichtig, das siehst du hier, also viele Sachen auch aus dem Campingbereich, aus dem Fernreisebereich, zum Beispiel solche Füllstandsanzeigen für Wasser, nehme ich an, oder? Genau, für Wasser beziehungsweise eine Batterieüberwachung von der Firma Victron und hier die Steuerung der elektrischen Fußbodenheizung. Ja, das Coole ist, man kann es sogar so umrüsten, dass man von der Ferne aus alles steuern kann. Wenn ich da mal komme, kann ich wärmer oder kälter machen. Ihr habt jeden Zentimeter genutzt. Habt ihr Türen drin in den größeren? Das ist ein Kleiderschrank? Genau, das ist ein Kleiderschrank, da ist relativ viel Stauraum herinnen und ansonsten können viele Klappen schlichtweg aufgemacht werden für alles, was so Platz finden muss. So, also es gibt also nicht nur, ich sag mal Manna, was in Österreich gerne gegessen wird, sondern auch... Was gibt's nicht? Es gibt nicht nur Manna. Schnitten? Ja, Schnitten, ja. Ja. Komm, wir gehen mal hoch. Ich guck mal rein. Das ist natürlich ein Riesenbett, was du hier hast. Und der Aufgang, der ist schön. Ihr habt die Klimaanlage auch am höchsten Punkt montiert. Ja, bringt ja nichts, wenn sie tiefer ist wie das Bett. Ja, so ist das. Wird schön kühl oben und kann schön kühl oben bleiben. Ob man eine Klimaanlage mag und laufen lassen muss, muss jeder selbst entscheiden. Ja, man kann es ja vorkühlen und dann ist zumindest mal kühl. Dann kann man sehr gut querlüften. Genau. Das geht auch und das bringt dann richtig viel. Und ihr habt euch hier für einen Ausfallschutz entschieden. Klar, kleine Kinder, Kleinstkinder haben hier oben nichts verloren, ganz klar. Kleinstkinder nicht, aber man muss grundsätzlich sagen, fast alle kleinen Kinder schlafen in Geschwistersituationen in Hochbetten oder in Stockbetten und die Fallhöhe ist hier bedeutend geringer und auf den meisten Seiten ist es besser abgesichert, also es ist eher unkritisch, würden wir behaupten. Wem die Stiege zu hoch ist, kann natürlich in der Stiege eine Rausfallsicherung nachgerüstet werden. Ich mag dein Konzept. Also ein Haus ordentlich zu bauen, Stückzahlen zu erreichen. Läuft es langsam an? Wie ist die Reaktion? Weil ihr habt ja viele Wettbewerber hier, es gibt viele Häuser hier. Wir dürfen nicht klagen. Die Messe ist super für uns, auch sonst läuft das gut. Wir haben unsere Klientel und wir haben unseren Weg und von dem lassen wir uns nicht abbringen. So, komm, wir zeigen mal, wo man euch findet im Internet. Ist das solido.at oder was habt ihr? Nein, solidotinyhouse.com. solidotinyhouse.com. Hast du einen Prospekt, was ich mal abfilmen kann? Das werden wir gerade zeigen, wo die Webadresse ist. Also, dass wir das mal sehen. Und da ist es solidotinyhouse.com, Escape to Nature. Und da findest du wahrscheinlich all die Informationen, die auch hier im Prospekt drin stehen, jeweils geupdatet. Wie lange warte ich auf mein Haus? Es kommt ganz drauf an, je nach Auftragsstand zwischen 4 Wochen und 3 Monate ist im Moment alles möglich. Also machbar, also das merke ich. Ja, vielen Dank, komm, wir gehen mal kurz raus, dann zeigen wir mal, das ist der Stand, die New Housing. Du hast natürlich einen besonderen Stand gegenüber vom Pizzamobil, ja. Aber ich habe schon das Gefühl, dass die Leute alles sich angucken, oder? Wenn die hier sind. Das heißt, die wirklich Interessierten, die Tagesgäste gibt es ja auch hier, die aus der Nähe hier von Karlsruhe kommen, aber viele kommen schon fachinteressiert her, sind informiert. Ja, wir haben sehr viele Schweizer und Österreicher gehabt. Das Haus ist auch an einen Österreicher schon verkauft worden gestern. Wir dürfen nicht klagen, die Leute wissen eigentlich, wonach sie suchen und sehr, sehr viele interessante Kontakte. Da ist es. Heute um 18 Uhr werden wir noch Loft filmen. Hast da vorne gesehen. Ist auch nicht schlecht. Also es gibt wirklich viele Konzepte hier. Und ich denke mal, nächstes Jahr wird die Messe noch viel voller werden, oder? Ja, ich glaube, die Wohnformen werden immer mehr. Die Messe erarbeitet sich so einen guten Ruf und es ist toll, wenn unterschiedliche Konzepte hier sind, vom Modulhaus bis zum Tiny House on Wheels. Ist großartig. Ja, vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal. Solido, Escape to Nature. Da steht es aus Österreich. Und ich bin begeistert über den Preis. Also das ist wirklich sehr fair. Danke fürs Einschalten. Tschüss.